Hoi Sandrine. Hey, salut David. Merci vielmals, dass wir uns heute hier bei dir im Garten treffen dürfen. Ich sehe, du hast ganz viele Kräuter zur Auswahl. Wie viele Kräuter stehen in der Küche so zur Verfügung? Ja, in jeder Küche stehen unterschiedlich viele Kräuter natürlich zur Verfügung. Aber ich glaube, mit 10 Kräutern kommt man schon extrem weit. Welches sind deine 3 Favoriten, die du in der Küche empfehlen? Bei mir ist es sicher zum einen Basilikum. Ich liebe die Frische, gerade im Sommer. Tomaten, Sugo, feinen grünen Wurstkäsesalat mit Basilikum, hervorragend. Wenn man jetzt hier Münzen sieht, habe ich hier gerade schon verschiedene Münzen. Münzen, etwas sehr Feines. Sicher Estragon. Estragon habe ich hier zum Beispiel. Gerade für eine feine Rahmsauce mit einem Geflügel, mit Fisch ist das für mich ein Traum. Kräuter sind ja super geeignet, für ein Gericht zu verfeinern, aber auch zum Anrichten. Ist das richtig? Ja, zum Anrichten ist natürlich immer schön, wenn man noch ein bisschen Grün hat, noch etwas ausgarnieren kann, vor allem auch noch mit dem Geschmack etwas auslösen kann. Und da sind Kräuter auch hervorragend. Wenn wir zu dir auf die Terrasse gehen, du zeigst mir ein bisschen, wie man das gut machen kann. Sehr gerne, kommen wir mit. Wie lässt sich der Gruyère Alpin in einem kalten Gericht oder auch in einem warmen Gericht einbauen, jetzt, wo es regnet? Es ist ja zum Glück warm, also von dem her ist es kein Problem. Jetzt könnte man einen feinen Wurst-Käsesalat machen mit einem kalten Gericht. Dazu ein bisschen Kräuter, die wir gerade hatten, frische Tomaten aus dem Garten. Was gibt es Besseres? Verratest du uns 1-2 Tipps, was man beim Anrichten eines Gerichts beachten sollte? Weniger ist mehr, ist wirklich eine Devise. Filigran anrichten, einen Teller nicht überladen, Farben, ein Öl, ein Anrichtenring, zum Beispiel ein Ringset. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wie lässt sich der Le Gruyère Alpin am besten in ein Gericht integrieren, das zum Beispiel zu einem Sommergewitter passt? Ja, wie wir jetzt zum Beispiel hier machen, fein drüber gehobelt. Ich habe hier einen Trüffelhobel, dass es wirklich ganz fein ist. Dann habe ich hier gerade noch ein bisschen Öl zum Rucola. Die Zitronenzeste frisch. Ich finde Zitronenzeste etwas unglaublich Gutes. Noch ein bisschen marinieren. Und auch sonst einen Wurst-Käsesalat, zum Beispiel mit Cherry-Tomaten, mit der Frische. Ist doch voll sommerlich. Vielleicht sogar Gurken statt Essiggurken aus dem Garten auch noch nehmen. Das macht Freude. Gibt auch noch ein bisschen Zitronenzeste drüber. Wie tust du den Le Gruyère Alpin sonst noch einsetzen? In was für Gericht? Ich behaupte, ich mache einen der besseren Risottos und für mich darf der Gruyère dort zum Beispiel überhaupt nicht fehlen. In einer Pizza oder auf einer Pizza darf er nicht fehlen. Zum Beispiel aber auch in einer Polenta. Gibt es noch etwas, was man beachten sollte, was man miteinander mixt, damit am Schluss wirklich eine Harmonie gibt? Es gibt natürlich Food-Pairing-technisch ganz viele Sachen. Da kann man auch ein bisschen experimentieren. Und am Schluss ist natürlich wichtiger als alles, wie es angerichtet ist, wie wunderschön es ist. Wenn der Geschmack nicht stimmt, bringt es gar nichts. Umgekehrt, wenn es eine Geschmacksexplosion ist, aber überhaupt nicht schön aussieht, ist es halt doch auch nicht das Gleiche. Sich Mühe geben beim Kochen, kreativ sein, einfach anrichten, aber das so ein bisschen das Auge mitessen kann. Einen guten.